Könnte ich meine Ehe, meine Hunde, meinen Podcast und mein Leben, wie es heute ist, eintauschen gegen das, was ich erleben musste? Würde ich sofort tun. Ich heiße Katharina, ich bin 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Berlin ist für mich absolut mein Zuhause. Ich studiere Soziologie und Medieninformatik und nebenbei unterrichte ich Grundschülerinnen in Informatik. Ich wurde mit 18 vergewaltigt von einem Bekannten damals. Wenn dir oder jemandem aus deinem Bekanntenkreis etwas Ähnliches passiert ist, dann schau dieses Video nicht alleine oder hol dir Hilfe. Das ist jetzt fast 8 Jahre her. Das ist krass, dass es jetzt schon so lange her ist. Seit ein paar Monaten spreche ich öffentlich drüber und versuche so ein bisschen so die öffentliche Person zu sein, die ich damals gebraucht hätte. Ich kann mich an ganz viele Teile nicht mehr erinnern. Da hat meine Seele sich so ein bisschen geschützt und ist woanders hin verschwunden. Vergewaltigung hört sich nicht an nach, ich lag da und habe gedacht, ich muss sterben. Und Vergewaltigung hört sich auch nicht an nach, ich habe so viel Blut verloren, ich habe heute immer noch anatomische Probleme. Danach hört sich das nicht an. Und vor allem gibt es so ein mediales Bild von Vergewaltigung, dass man sich nur vorstellt, man wird von irgendjemandem in irgendeinem Urlaub in Gebüsch gezogen. Aber nicht, dass es eben auch im Bekannten-, im Familien-, im Freundes- oder sogar mit dem Partner passieren kann. Das sind Sachen, die werden durch dieses Wort nicht klar. Das ist kein passendes Wort für diese furchtbare Tat. Ich habe leider kein besseres Wort. Ich bin ein paar Tage später zur Polizei gegangen und wurde dann vom Polizisten quasi so ein bisschen von meiner Illusion, dass ich Gerechtigkeit bekommen könnte, runtergeholt, dass letztendlich das, was er sagt und die 2 Zeugen mehr zählen würde. Und dem Täter passiert dann letztendlich nichts. Weil ich meine Seele und mich schützen wollte vor dem weiteren Zersplittern, habe ich es dann nicht angezeigt. Heute hätte ich die Stärke. Also ich weiß, dass es mittlerweile Projekte gibt, dass wenn man so eine Tat überlebt hat, dass man dann sich dort melden kann und die nehmen quasi alle Punkte zur Anzeige auf und die machen auch eine gynäkologische Untersuchung und dann muss man es nicht zur Anzeige bringen. Also die bewahren das quasi für einen auf mehrere Jahre und wenn ich dann nach 3 Jahren sage, okay, und jetzt bin ich bereit genug, jetzt ist meine Seele bereit genug, dann kann man es immer noch anzeigen, dass man dann wenigstens gestärkt in so einen Prozess gehen kann. Natürlich fühlt sich das für mich nicht gut an, zu wissen, dass er gar nicht weiß, was er da zerstört hat in der Nacht. Aber ich denke ganz viel an Karma. Ich glaube, dass das Leben so fair ist, dass er dafür büßen wird. Ich habe nicht äußerlich gelitten. Und deswegen sagen Leute zu mir, ich habe das ja so gut gemacht, dass das so schlimm war, das schockiert sie. Also jegliche sexuelle Übergriffe sind schlimm. Und selbst wenn es nur hinterherpfeifen ist auf der Straße. Ich fahre Auto, wenn es dunkel ist. Oder ich bin mit dem Hund unterwegs, mit dem Großen, weil der mir ein bisschen Sicherheit gibt. Ich gehe nicht durch dunkle Gassen, ich gehe nicht durch Unterführungen alleine. Ich habe meinen Schlüssel in der Hand, wenn ich irgendwo hingehe. Ich habe mein Telefon. Was viele nicht wissen, beim iPhone, wenn man 5-mal auf die Standby-Taste drückt, geht ein Notruf los. Das habe ich in der Hand. Das sind so Sachen, die hat man sich so angeeignet. So typische Sachen, die Frauen nicht machen. Also es ist total traurig und frustrierend, dass man das so sagen muss. Ich musste durch diese Situation stark werden. Ich musste durch diese Situation viel Empathie bekommen und ich musste durch diese Situation zu einer Superheldin werden. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und deswegen kann ich überhaupt nicht positiv darüber sprechen, weil ich wäre auch ohne dieses Erlebnis eine ganz tolle Frau geworden. Könnte ich meine Ehe, meine Hunde, meinen Podcast und mein Leben, wie es heute ist, eintauschen gegen das, was ich erleben musste, würde ich sofort tun. Ich bin kein Opfer. Ich war aktiv in der Situation. Ich habe mich gewehrt und ich habe mein Mächtigstes getan in der Nacht. Mehr hätte ich nicht tun können. Und dieses Trauma ist immer da. Also das wird nicht mehr weggehen. Und ich bin okay damit. Es muss nicht weggehen. Ich bin stolz auf mich in erster Linie. Auf diese Heldin, die all das geschafft hat. Das ist schön, wenn der Kopf mal so ein bisschen aus ist. Das Tanzen hilft mir insofern total, weil ich mich auf eine Choreo so doll konzentrieren muss, dass ich gar keine Zeit und gar keinen Kopf dafür habe, an was anderes zu denken. Weil es ist schon anstrengend.
meinem Podcast geht es um Traumabewältigung und Selbstliebe. Ich habe das Projekt Podcast gestartet als Selbsttherapie. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Und wie viele Frauen mir geschrieben haben, ist unfassbar. Also es ist unfassbar traurig, auch weil mir viele Mädchen schreiben und geschrieben haben. Auch Survivor aus meinem Freundeskreis. Und hätten wir damals das Tabuthema angesprochen und hätten drüber gesprochen, hätten wir uns gegenseitig so eine riesige Stütze sein können. Mir ist eine totale Last von den Schultern gefallen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht die Einzige, der das passiert ist, die das alles jetzt fühlt. Und all diese Gefühle, die ich habe und die Hypersensibilität und meine Belastungsstörung, das ist normal für das, was ich erlebt habe. Das ist völlig okay und ich bin nicht anders oder so. Ich glaube, dass die ganzen Reaktionen für mich am schockierendsten auch waren, weil ich wusste, dass es vielen Frauen und Männern passiert, aber nicht so vielen. Und ich möchte eben anderen Überlebenden mitgeben, dass sie alles schaffen können danach, dass das Trauma sie quasi zu einem Superheld gemacht hat. Und als Superheld oder Superheldin kann man viel mehr als normale Menschen. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Eltern, für meine Frau, für meine Hunde und ich bin dankbar dafür, noch am Leben zu sein heute. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alles so weitergeht, wie es gerade ist, weil wir sind gerade in den besten Jahren unseres Lebens. Wenn ich fertig bin mit meinem Studium, dann möchte ich gerne in die Unternehmensberatung gehen. Ich glaube, es ist besonders wichtig für mich, weil ich mich selber auch als Feministin bezeichne. Also meiner Meinung nach sollten wir alle Feministen sein. Es ist total dumm, in der heutigen Zeit zu sagen, man ist nicht feministisch, weil Feminismus ja eigentlich nur bedeutet, dass wir Frauen die gleichen Rechte wollen wie Männer und nicht, dass wir mehr wollen. Und das möchte ich dann quasi auch in meinem Job umsetzen. Meine Ziele sind, weiter Vergewaltigung zum Anti-Tabu-Thema zu machen. Also ich will es rausschreien. Ich will das Fenster aufreißen und schreien, damit es jeder hört. Damit jeder oder jede, der oder dem das passiert ist, weiß, dass er oder sie nicht alleine sind.